Man nennt mich den Tornadojäger. Wenn der Wind auffrischt und die Bedingungen stimmen, steige ich in mein Auto und verfolge heftige Stürme. Verrückt finden Sie? Mag sein, aber eigentlich jage ich diese Himmelsbiester, um mehr über sie zu erfahren. Ich verrate Ihnen, was ich über sie weiß. Tornados sind schnell rotierende, in Stürmen entstehende Luftsäulen, die sich über einen Wolkentrichter mit dem Boden verbinden. Wenn das passiert, rasen sie über die Erde und werden zur Gefahr für Menschen, Hab und Gut. Daher werden diese Phänomene sehr intensiv erforscht. Doch eigentlich wissen wir immer noch nicht viel über ihr Entstehen. Die Bedingungen, die zu einem Tornado führen, erzeugen nicht zwangsläufig auch einen anderen. Doch seit dem Beginn der Aufzeichnungen über Tornados haben wir viel gelernt. Zum Beispiel, wie man die Zeichen erkennt, wenn sich einer am Himmel zusammenbraut. Kommen Sie mit auf die Reise? Tornados beginnen mit einem Gewitter. Aber nicht mit irgendeinem, sondern mit einem besonders gewaltigen Gewitter, sogenannten Superzellen, die bis in eine Höhe von 15 Kilometern reichen. Sie bringen starke Winde, riesige Hagelkörner, manchmal Überschwemmungen und mächtige Blitze mit. Stürme dieser Art bringen Tornados hervor, aber nur, wenn ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Anhaltspunkte, die wir messen und auf die wir beim Vorhersagen eines Sturms achten können. Aufsteigende Luft ist die erste Zutat, die man für einen Tornado braucht. Jeder Sturm entsteht, wenn es zu Kondensation kommt, dem Nebenprodukt der Wolken. Kondensation setzt Wärme frei und die wird zu der Energie, die riesige Luftströme nach oben treibt. Je mehr Kondensation, desto größer die Gewitterwolken und desto stärker die Aufwinde. In Superzellen ist die aufsteigende Luftmasse besonders stark. Wenn die Luft aufsteigt, kann sie ihre Richtung ändern und sich schneller bewegen. Bei hoher Feuchtigkeit entsteht an der Basis des Sturms schließlich eine riesige Wolkenbank, von der sich der Tornado später ernähren kann, falls er soweit kommt. Ist all das gegeben, kann sich ein Wirbel entwickeln, der vom Sturm eingeschlossen wird und eine breite, hohe Röhre aus rotierender Luft bildet, die dann nach oben gezogen wird. Man nennt das eine Mesozyklone. Außen umhüllt ihre Rückseite kühle, trockene, absinkende Luft und dadurch entsteht ein sogenannter rückseitiger Abwind. Dieses ungewöhnliche Szenario führt zu einem starken Temperaturunterschied zwischen der Luft inner und außerhalb der Mesozyklone, der ein solches Maß an Instabilität erzeugt, dass ein Tornado entstehen kann. Dann verdichtet sich der untere Teil der Mesozyklone und die Windgeschwindigkeit steigt. Wenn, falls es überhaupt passiert, sich dieser Lufttrichter nach unten in eine große feuchte Wolkenmasse an der Unterseite des Hauptsturms bewegt, saugt er sie an und verwandelt sie in eine rotierende Wolkenwand, die eine Verbindung zwischen dem Sturm, der sie erzeugt hat, und der Erde herstellt. Sobald diese rotierende Wolkenwand den Boden berührt, wird sie zu einem Tornado. Die meisten sind klein und kurzlebig mit Windgeschwindigkeiten von 105 bis 175 Stundenkilometern. Andere können über eine Stunde dauern mit Windgeschwindigkeiten von 320 Stundenkilometern. Sie sind wunderschön, aber furchterregend, vor allem wenn man selbst oder die eigene Stadt im Weg stehen. Wenn das passiert, freut sich keiner mehr. Sogar Tornadojäger wie ich nicht. Doch wie alles haben auch Tornados ein Ende. Wenn der Temperaturunterschied verschwindet und die Bedingungen stabiler werden oder wenn die feuchte Luft trocknet, verliert der heftige Hauptsturm an Schwung und saugt seinen Tornado wieder ein. Dennoch werden Meteorologen und Sturmjäger wie ich weiterhin am Ball und auf der Hut bleiben, um ständig zu beobachten, wann sich der Sturm erneut entfesselt. Lerne mehr mit diesen Videos und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Chance, etwas Neues zu lernen.